Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Study-Stream #9. Mit diesem Livestream bei YouTube wollen wir von der zentralen Studienberatung heute mit unseren Gästen über das Thema sprechen: Entscheidungskompetenz im Studium. Ja, nein, vielleicht. Entscheidungen, wie geht das überhaupt? Warum ist das so schwer und was kann man tun, um sie sich etwas leichter zu machen? Wir freuen uns sehr, dass Sie entweder jetzt hier live dabei sind und zuschauen oder sich die Veranstaltung im Nachhinein als Aufzeichnung ansehen und wünschen Ihnen ganz viel Freude bei unserem heutigen Stream. Damit Sie wissen, was Sie erwartet, wir haben 3 Teile, heute in diesem Stream. Der erste beschäftigt sich noch relativ allgemein mit Entscheidungen und Entscheidungskompetenzen. Genau, was macht eigentlich Entscheidungen so schwierig? Wie läuft so 'n Entscheidungsprozess ab? Ja, wie kann man sich dem Ganzen so nähern? Erst mal auch vielleicht von der theoretischeren Seite. Und im zweiten größeren Teil schauen wir uns dann ganz konkret an, welche Entscheidungen gibt es denn so im Studium zu treffen oder vor allem vielleicht auch in der Endphase des Studiums, nach dem Studium. Was ist da wichtig? Und im dritten knackigen Teil haben wir was ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar wollen wir Ihnen 2 konkrete Tools mit auf den Weg geben oder beziehungsweise eher 2 Tipps geben auf Tools, die Sie nutzen können, um sich die Entscheidungen leichter zu machen. Also bleiben Sie bis zum Ende dran. Wir freuen uns. Und dann würde ich jetzt abgeben an meinen Kollegen Lukas Mielke, der heute zusammen mit mir den Stream moderiert. Vielen Dank, liebe Magdalena. Ja, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Lukas Mielke, arbeite in der zentralen Studienberatung im Bereich der inklusiven Studiengestaltung und freue mich heute, unsere Gäste begrüßen und vorstellen zu dürfen. Das ist zunächst einmal Corinna Gödel vom Career Service der Universität Potsdam. Dann haben wir heute auch Lisa Zöllner zu Gast, Lehramtsstudentin der Fächer Bio und Chemie im Master und aber auch in der Studienvorbereitung tätig im MINT-Bereich. Und wir haben die Freude, mit Matthias Lichtenheld auch aus der zentralen Studienberatung zu sprechen, der aber auch im Netzwerk Studienorientierung arbeitet. Und alle 3 sind auf unterschiedliche Weise ExpertInnen im Bereich der Entscheidungsfindung und damit verbundener Probleme und Fragen. Und natürlich darf ich nicht vergessen, auch noch Magdalena Fock vorzustellen, die heute mit mir zusammen dieses Format moderiert. Schön, dass Sie dabei sind. Eine kleine allgemeine Anmerkung noch: Wenn Sie allgemeine Fragen zum Thema haben, können Sie die gern während des Streams stellen im Chat. Speziellere Fragen richten Sie dann idealerweise an die E-Mail-Adressen, entweder studienberatung@uni-potsdam.de oder career-service@uni-potsdam.de. So viel fürs Erste. Ich gebe jetzt erstmal wieder kurz ab an Magdalena. Genau. Dann würden wir jetzt reinstarten in unseren ersten Teil des heutigen Streams. Entscheidungen ganz allgemein. Nähern wir uns doch mal ganz grob mit der Frage, warum ist denn das überhaupt ein Thema, was wir besprechen sollten? Die Frage würde ich erst mal an unsere 2 Beratenden in der Runde stellen. Vielleicht, Matthias, magst du mal anfangen? Warum ist das Thema Entscheidungen aus deiner Sicht überhaupt, ja, relevant, wichtig, interessant für Studierende? Ja, hallo, von mir aus auch noch mal. Es ist nicht nur für Studierende interessant, die Frage nach Entscheidungen. Wir alle begegnen sie im Laufe unseres Lebens. Philosophen fragen sich seit Jahrtausenden, wie es denn mit der Willensstärke und Schwäche ist und wie wir zu Entscheidungen dann kommen. Also die Relevanz ist irgendwie für alle da, ob wir uns jetzt entscheiden, irgendwie welches Fahrrad wir kaufen oder dann ins Spezielle gehen wir in die für Studierende hinein. Da hilft uns vielleicht ein kurzer Ausflug in die Psychologie. Der Herr Havikhurst hat deutlich gemacht, dass zum Beispiel das Finden der Berufsrolle eine der zentralen Themen, er spricht von Entwicklungsaufgaben im Leben ist. Und zwar für jeden. Egal, ob wir wollen oder nicht. Wir kommen um diese Entwicklungsaufgabe nicht rum. Wir können uns lange davor sträuben, aber irgendwann werden wir das angehen, wenn wir nicht wissen, wie. Und genauso wie wir angehen, andere wichtige Rollen, die wir da lernen, Entwicklungsaufgaben, ne, so Finden der Partner, Familienrollen, da gibt es immer ganz verschiedene. Also das trifft sich auch so ein bisschen so mit lebenslanges Lernen. Wir sind nicht fertig nach der Schule. Wir entwickeln uns weiter.
Und die Frage im Studium, Entscheidungen zu treffen davor und während des Studiums, haben dann ganz oft so einen Einfluss auf genau diese Berufsrolle. Ich glaube, da gibt es, ja, wir kommen vielleicht später noch hin zu Glaubenssätzen, da gibt es auch so ein paar, diese Aufgabe scheint einfach immanent bedeutsam zu sein, weil sie mit Karriere, mit Aufstieg, mit, wenn wir in solche sozialen Kategorien denken, auch irgendwie einhergehen. Spannend und wichtig. Ja, danke dir für den Ausflug, auch so ein bisschen ins Reich der alten Philosophen, also eine jahrtausendealte Frage, die wir uns da heute stellen. Wir versuchen es trotzdem in ungefähr einer Stunde. Corinna, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung? Warum ist das Thema interessant für Studierende? Ja, ich kann da nur beipflichten. Ne? Wir alle treffen Tag ein, Tag aus Entscheidungen. Wir werden so geboren, ne? So als kleine Kinder treffen wir schon Entscheidungen und es fällt uns gar nicht weiter auf, weil wir die intuitiv entscheiden, ja, diese Entscheidung treffen. Und erst, wenn wir da hinkommen, dass wir mehrere Optionen haben und alle erscheinen gleichermaßen attraktiv, alle haben aber auch Nachteile, dann kommt es eigentlich zu Dilemmata, ne? Also, dass man wirklich überlegt, ich weiß nicht so richtig, das oder das, wo soll es hingehen? Und das ist einfach eine Kompetenz, die man fürs Leben lernt, weil die einfach immer wieder auftauchen wird im Leben und sich das einmal bewusst zu machen, ne? Zu schauen, wie kann man da rangehen, wie kann man vielleicht auch so diese Sichtweise ändern oder die Perspektive auf die Entscheidung ändern. Und das ist einfach das ist ein gutes Investment, würde ich sagen, weil das ist einfach ein Thema, das uns unser Leben lang begleiten wird. Und gerade jetzt auf den Studienkontext ist es auch sinnvoll, da früh mit zu beginnen, sich das mal anzuschauen, wie man sich so Themen nähern kann, weil was immer ein bisschen ungünstig ist, wenn dann so ganz starke Drucksituationen entstehen, ja, so dass man wirklich wartet, ein Problem immer weiter wegschiebt und dann so kurz, bevor man die Bachelorarbeit abgibt, da wartet mit der Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Und dann eben einfach eine ungünstige Gesamtsituation entsteht, wo man vielleicht auch einfach Verlegenheitsentscheidungen trifft, die jetzt nicht unbedingt weder emotional noch rational gut passen. Ja. Okay, ich danke dir. Du hast uns auch gerade irgendwie die perfekte Begründung geliefert, warum hier man eine Stunde zugucken sollte. Also es ist ein gutes Investment sozusagen in die eigenen Kompetenzen, in dem Sinne für die eigene Entscheidungskompetenz. Und wenn ich euch da richtig verstehe, sagt ihr, naja, es macht das Leben auch einfacher. Ne? Wenn man, also wir müssen die ganze Zeit ständig Entscheidungen treffen. Und wenn wir da einen guten Weg für uns selber finden, ganz individuellen Weg, wie wir uns das einfacher machen können mit den Entscheidungen oder eben für uns einen guten Weg finden, dann erleichtert uns das Leben. Da das so ein Thema ist, was ja nie aufhört, also auch nach dem Studium nicht aufhört, und wir das tagtäglich wieder machen, stellt sich mir die Frage, naja, gibt es dann auch sowas wie so einen prototypischen Entscheidungsprozess? Matthias, kannst du uns dazu was sagen? Gibt es da irgendwie Theorien, Modelle, Erfahrungswerte nach typischen Entscheidungsprozessen? Es gibt zumindest ein Entscheidungsmodell nach TUT, mit dem wir in der Studienorientierung, also eigentlich vor dem Studium, gerne arbeiten. Das ist jetzt auch idealtypisch und muss nicht in diesen Phasen ablaufen. Aber irgendwie gibt es eine Prozessanregung. Das ist so die erste Phase. Ja, das kann bei Schülerinnen und Schülern, wenn es zur Frage geht, was für ein Studium könnte es sein, irgendwann mal die Situation sein, dass die Eltern fragen, und nach dem Abi, was los? Ja, also irgendwie kommt der Stein ins Rollen. Und dann gibt es irgendwie eine Suche und eine Vorauswahlphase. Und hier geht es schon so los, dass man sich, und das ist eigentlich das Spannende, und das macht dieses wunderschön Individuelle und eben vielleicht auch nicht verallgemeinbar, dass dort individuelle Präferenzen, individuelle Faktoren zu Wort kommen, gehört werden und vielleicht auch auf den Tisch erstmal kommen.
Und dann gibt es irgendwann eine Bewertungsphase. Also ich bewerte diese Informationen, die ich mir in der Such- und Vorauswahl erarbeitet habe oder qua Reflexion mir zugänglich gemacht habe. Das ist nämlich, glaube ich, der schwerste Teil eigentlich, was ist die Information über einen selbst herauszufinden. Dann bewerte ich das Ganze und treffe eine Entscheidung. Das ist so die 4. Phase. Und das hört nicht auf. Es gibt immer, dann muss man sich vorstellen, wie eine Schleife. Also es gibt dann auch Revisionsphase, nennt Lastut das. Und hier werden die Entscheidungen dann quasi geprüft. Stimmt das jetzt überhaupt, was ich angenommen habe, mit der Realität? Ja, wir kennen eine der Hauptargumente für den Studienabbruchwechsel sind, oder generell, wenn man etwas abbricht, ich habe mir etwas anderes erwartet. Gut, ja, er hat also die Erwartung, die Vorannahme mit der Realität nicht gepasst. Und das versuchen wir mit Möglichkeiten der Informationsweitergabe über die Zustände, aber auch mit Möglichkeiten in Einzelberatungsgesprächen, wo man individuell reflektieren kann, wo sind meine individuellen Stärken. Die Schwächen, die sagen wir einfach gar nicht. Wir reden von den Stärken und dann haben wir schon genug zu tun. Das könnte so was Idealtypisches sein. Wie es dann aussieht in der Realität, das springt jeder ganz anders an. Ne? Also die Prozessanregung kann sich über Jahre hinwegziehen und dann hat man ein Dreivierteljahr noch bis Studienbeginn oder bis Schulabschluss oder halt bis zum Ende der Bachelorarbeit. Das kann sehr schnell gehen. Wir glauben aber, dass und das hat Corinna gerade schon schön angedeutet, dass eine längere Auseinandersetzung damit zu fundierteren Entscheidungen führt. So die Hoffnung. Vielen Dank, Matthias. Wir sehen also, auch Entscheidungsprozesse sind theoretisiert worden. Wir können da mit einer analytischen Perspektive rangehen und auch darüber sehr viel über das ganze Problemfeld oder Phänomen erfahren. Ich würde jetzt aber gerne von der anderen Seite nochmal kommen und vielleicht auch aus deiner beruflichen Praxis, aber auch aus dem Alltag oder anderen Erfahrungsbereichen fragen dich, Matthias, aber auch dich, Lisa, wenn ihr an Glaubenssätze denkt in Bezug auf Entscheidungen, Entscheidungsprozesse oder ja auch vielleicht Mythen, die im Umlauf sind, also Dinge, die gemeint werden, aber vielleicht nicht unbedingt gewusst. Was fällt euch da ein und was denkt ihr, spielt das für eine Rolle auch im Studienkontext? Vielleicht erstmal Lisa, dann Matthias. Mir fällt da sofort dieses typische, ja, schlaf doch mal eine Nacht drüber oder unterhalte dich noch mal mit dem und dem drüber. Ist, glaube ich, immer ganz nett gemeint, aber je mehr man über manche Entscheidungen wahrscheinlich nachdenkt, umso mehr zerdenkt man auch die Entscheidungen und macht es viel komplizierter, als man es eigentlich haben müsste, weil es ist dann dieses typische Kopf- und Bauchentscheidung. Wenn man auf seinen ersten Instinkt hört, ist es doch meistens, oder zumindest geht es mir so, die bessere Entscheidung oder die Entscheidung mit dem besseren Ausgang, als wenn man jetzt noch ewig und 3 Tage darüber nachdenkt und sich den Kopf zerbricht, oder eben sich dann noch von anderen Meinungen beeinflussen lässt. Das ist so ein Mythos, den ich immer ganz, ganz, ganz schlimm finde, wenn das jemand sagt zu mir. Also ein Plädoyer für die Intuition. Auf der einen Seite, Matthias, möchtest du daran anknüpfen, Gegenrede oder? Ganz spannend. Ich würde wahrscheinlich sofort sagen, komm, schlaf erstmal eine Nacht drüber. Aber es ist natürlich genau, hier ist dieses wunderschöne Spannungsfeld. Lisa hat jetzt vielleicht irgendeine Entscheidung, irgendeine Wahl gerade im Kopf auch bei dem Satz, der absolut richtig ist. Aber wenn ich eine Entscheidung treffe, wo ich vielleicht gar keine Informationen habe, oh ja, da sollte man vielleicht sogar noch länger als eine Nacht drüber schlafen. Aber nichtsdestotrotz kann ich das absolut nachvollziehen, Lisa, was du sagst. Ich hatte auch noch so ein paar Glaubenssätze, die mir ab und zu mal begegnen, einmal auf so einer ganz persönlichen Ebene. Ganz oft sind dann Ratsuchende überrascht, klingt jetzt auch so lapidar, aber sie sind nicht alleine mit ihrer Entscheidung. Alleine man hat manchmal so einen Glaubenssatz vielleicht in sich, oh Gott, warum passiert mir das nun gerade wieder? Die schlechte Korrektur einer Prüfung, die es natürlich nicht gibt, aber vielleicht ist man unzufrieden mit einer Korrektur. Ne? Das ist so ein Glaubenssatz, der manchmal doch vielleicht fällt, warum passiert mir das?
Und dort Studierende auch abzu und sagen, sie sind nicht alleine, es gibt Wege dann darin, das macht die Entscheidung noch nicht weg oder das, was dann folgt, aber es unterstützt vielleicht schon und empowert die Person. Und eine andere Sache, die ich glaube, was auch noch so ein Glaubenssatz ist, den ich jetzt vielleicht noch nicht gleich in Worte packen kann, aber dass die Folgen einer Entscheidung oft maßlos überhöht werden. In der Studienorientierung heißt das zum Beispiel dieses typische Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler dann sagen so, ja, aber wenn ich mich dann für Studiengang XY entscheide, dann schränkt mich das ja total ein in meiner Berufswahl oder was ich dann später werde. Die Antwort ist ja und nein. Also ja, es ist dann schon, man wird dann erstmal ausgebildet für ein anderes Berufsfeld. Aber man kann auch Physik studieren und danach 16 Jahre Bundeskanzlerin werden. Also die Frage ist, wie Berufsfelder und Berufe, die man dann später vielleicht hat, und das ist so eine wichtige, ne, wir sind jetzt auch wieder bei der Berufsrolle finden, da wird manchmal die Folge eventuell überhöht. Obwohl man natürlich sagen muss, sie ist immanent wichtig. Aber es gibt noch Wege kreuz und quer. Da würde ich gern was ergänzen, wenn ich darf. Also das sehen wir auch im Career Service tatsächlich so, ne? Dass man ein bisschen zu viel rein interpretiert in die Bedeutung des Faches und zu wenig darüber nachdenkt, welche Tätigkeitsfelder kommen eigentlich für mich in Frage. Was bin ich für ein Typ? Was möchte ich gerne tun? Und wenn man sich Tätigkeitsfelder anschaut, die für relativ viele Fachrichtungen in Frage kommen, merkt man, dass es da ganz viele Schnittstellen gibt. Ja, also so wie wir die Fächer an der Universität einteilen, so spiegeln die sich ja nicht automatisch auf dem Arbeitsmarkt wider. Und wenn ich jetzt das ABC studiere, heißt das, ich kann ganz viele Berufsfelder damit nicht mehr erreichen oder Tätigkeitsfelder damit nicht mehr erreichen. Also das ist ganz wichtig und das ist eigentlich sehr selten. Ja? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich werde Neurochirurgin, dann trifft das vielleicht tatsächlich zu. Ne? Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme und eben sehr speziell. Und auf die allermeisten Menschen trifft das eben nicht zu. Und da würde ich auch eine Lanze für brechen, dass man versucht, diesen Druck da auch ein Stück weit rauszunehmen aus den Entscheidungen und zu schauen, okay, was haben die tatsächlich eigentlich für Konsequenzen und wie kann man dann damit umgehen und welche Wege ergeben sich dann auch wieder. Vielen Dank. Also vielleicht lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass wir uns immer dann in so eine dysfunktionale Glaubenssatzrichtung bewegen, wenn es zu eindeutig wird oder wenn wir in eine Richtung oder die andere zu verabsolutieren, ne, das Entweder-Oder, und dass wir uns den Entscheidungsprozessen vielleicht am besten nähern, wenn wir mit Ambivalenzen versuchen umzugehen auch. Und vielen Dank dafür. Aber wir haben gerade schon an unterschiedlichen Punkten sind wir darauf gekommen, dass das Ganze konfliktreich werden kann. Und da würde ich vielleicht nochmal Matthias fragen, kannst du uns ein paar Gründe nennen, warum Entscheidungsprozesse für Menschen schwierig werden können, Widerstände mobilisiert werden können, warum das Entscheiden selber zum Problem werden kann auch? Ich kann es versuchen. Ich werde hier nicht für jeden, diese Liste ist wahrscheinlich niemals zu vervollständigen. Aber eins, das wurde auch schon genannt, und das ist halt auch wirklich dieser alte Spruch, man sieht den Wald vor Bäumen nicht. Wir leben in einer unfassbaren Zeit der Option. Also unsere Studierenden oder Studieninteressierten können zwischen ca. 10.000 Bachelorstudiengängen wählen. Diese Option, diese Vielfalt, die lässt einen immer auch so ein bisschen, und das ist auch so das, was vorhin schon mal genannt worden ist, so dieses, dass ich vielleicht ein Defizit an Informationen immer noch habe. Ich kann die gar nicht alle kennen. Ich weiß nicht, wie die Studienordnung und die Themen von allen Studiengängen sind. Die Zeit hat irgendwann mal getitelt, wer braucht einen Designpädagogen? Ja, das ist vielleicht ein ganz toller Studiengang. Schauen wir uns den mal an. Aber die Idee, der Zugang dazu, ist es mit der Vielfalt der Optionen und der darin einhergehende Mangel an Informationen über alle Möglichkeiten. Das ist so die Ausgangssituation, ne, vor der wir davor stehen.
Dann kommen wir aber vielleicht zu der Entscheidung auch selbst. Und hier würde ich auch, wenn ich so an Projekte wie Schule im Aufbruch denke, sagen, dass viele Menschen wenig Übung im Entscheidungsfinden haben. Wir haben momentan noch häufig es gibt nicht die Schule, aber eine Systemschule, wo Schülerinnen und Schüler nicht so viel Gelegenheiten haben, selbstständig Entscheidungen zu treffen und dann vor allem deren positive Auswirkungen oder negative Auswirkungen. Aber diese Wirksamkeit von Entscheidungen zu spüren, daran zu lernen, also nicht umsonst ist damals Schule im Aufbruch mit dem Slogan Handlungsmut lernen an Schulen, irgendwie das zu thematisieren, also mutig zu handeln, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist auch noch so ein Faktor, der dort immer wieder reinsteht, warum es uns so schwer fällt. Wie gesagt, diese Liste kann unfassbar weit ergänzt werden, aber das sind so irgendwie so ein bisschen so 3 Aspekte, die mir so einfallen, wenn ich daran denke. Vielen Dank. Ergänzen ließen sich vielleicht noch der Punkt, dass Ziele unklar sind manchmal, ne? Gar nicht mal unbedingt Informationen, sondern dass Motive meine Handlungen oder meine Haltung selber zu den Optionen vielleicht noch gar nicht so eindeutig ist. Und da kommt auch wieder das Dialogische ins Spiel. Sowas finde ich ja vielleicht auch ganz gut raus, wenn ich das mir einfach von Leuten mal gespiegelt bekomme. Und aber ja, du sagst schon richtig, Matthias, das ist ein sehr komplexes, weites Feld. Zum Abschluss von Teil 2 möchte ich aber nochmal an Magdalena überleiten. Genau, und zwar würde ich gern diesen ersten Teil abschließen, bevor wir uns dann so ein bisschen konkreter mit der Frage widmen, ja, okay, das ist alles schön und gut, der Entscheidungsprozess ist kompliziert, wir müssen den aber ständig durchlaufen, der bringt verschiedene Schwierigkeiten mit sich. Wir wollen hier aber auch Hilfestellung geben und schauen, welche Techniken gibt es. Das war jetzt Teaser für Teil 2. Abschließen würde ich gern diesen Teil 1 mit noch mal einem kleinen anderen Blick auf Entscheidungen, einfach mal kurz die Perspektive umgedreht. Lisa, du hattest vorhin das irgendwie auch schon erwähnt, dass so oft gesagt wird: „Ach, sprich doch einfach mal mit anderen Leuten drüber.“ Und da habe ich mich jetzt so gefragt, das geht uns ja sicher ganz oft so, dass wir vielleicht gar nicht selber von 'ner Entscheidung betroffen sind, aber das in unserem Umfeld mitbekommen, dass jemand sich möglicherweise sehr quält mit 'ner Entscheidung, vielleicht auch sehr lange damit schwanger geht sozusagen mit dieser Entscheidungssituation. Und jetzt würde ich mal so 'ne schnelle Runde machen mit euch, also mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was hilft euch als Handlungsweise von anderen Personen, wenn ihr vor einer Entscheidung steht? Also, was hilft euch, wie andere Personen reagieren können, wenn ihr mit einer Entscheidung zu ihnen geht? Und jetzt gebe ich zuerst das Wort an Matthias, blinkert mich so an. Das, wenn das an einem Blinkern war. Ich packe einfach mal 2 Sachen aus. Zum einen wünsche ich mir unvoreingenommenes Zuhören. Unvoreingenommen, also kein Ziel haben, Ergebnis offen, wertschätzen, irgendwie mich ein bisschen unterstützen und sagen, hey, alles gut. Manchmal ist aber auch richtig schön, das habe ich in anderen Situationen gemerkt, zum Beispiel im sportlichen Kontext oder irgendwie sowas, wenn jemand einen die Entscheidung mal abnimmt. Wenn jemand sagt, ach, guck mal, du machst jetzt das. Das ist natürlich für so existenzielle Entscheidungen wie Berufswahl oder Berufsrolle finden vielleicht nicht die günstige, aber sie spiegelt auf jeden Fall schon mal was und löst etwas in einem aus, das, wenn andere für jemanden entscheiden. Also das wären so meine 2 Punkte. Ja, danke. Das sind ja auch 2 ganz verschiedene Strategien. Lisa, von dir kam ja auch eigentlich also deinen Aufhänger habe ich ja genutzt. Wie geht dir das? Was hilft dir als Verhaltensweise von anderen Personen? Ja, das, was Matthias eben schon meinte, dieses, einfach offen sein für die Meinung, beziehungsweise auch vielleicht das nicht, Verunsichern der eigenen Meinung, also nicht versuchen, die Meinung bewusst zu ändern, sondern einen eher in der eigenen Meinung zu bestärken und da vielleicht einfach, oder dann eben konstruktiv, die Kritik an der Meinung oder der Entscheidung zu äußern und, zum anderen auch ganz doll ehrlich sein einfach. Also, es können banale Entscheidungen sein, da hilft Ehrlichkeit ganz, ganz viel. Natürlich bei so essenziellen, lebenswichtigen Entscheidungen ist es dann vielleicht nicht der beste
anfange, direkt da zu sagen: „Nee, so nicht." Aber genau, das wären so meine beiden Impulse dazu. Cool, vielen Dank. Corinna? Ja, also was mir als erstes in den Kopf kommt, ist bitte keine Tipps. Ich möchte bitte keine Tipps bekommen. Ich möchte, dass man mir zuhört, ganz viel zuhört, ja, was mich beschäftigt. Und toll wäre, wenn dann jemand noch mir helfen könnte, meine Gedanken zu ordnen, dass dieser Salat sich so ein bisschen löst und ein bisschen appetitlicher wird, sagen wir mal so. Aber bei der Frage fällt mir auch tatsächlich meine eigene Intention ein. Also wenn ich eine Entscheidung treffen muss und ich gehe in meinen Bekanntenkreis, in den Freundeskreis, dann ist mir meistens klar, wie die innere Perspektive ist. Also ich weiß schon, was die vermutlich sagen werden. Und dann ist für mich die Frage, warum frage ich diese Person jetzt? Also was wünsche ich mir von der? Möchte ich meine Entscheidung bestätigt bekommen? Möchte ich meine Zweifel bestätigt bekommen, dass mir jemand sagt, mach's lieber nicht? Ja. Und das ist eigentlich eine Frage, die ich mir stelle, wenn eine Entscheidung ansteht. Wen frage ich, mit welcher Absicht? Brauche ich jetzt einfach nur ein bisschen Zuspruch? Oder glaube ich, dass das wirklich ein guter Ansprechpartner wäre für mich, der mal hilft, den wüsten Gedankensalat zu ordnen? Und das ist aber im Bekannten- und Freundeskreis tatsächlich schwierig. Das muss ich wirklich sagen. Also da ist eher professionelle Beratung ermöglicht, eben diese neutrale Perspektive. Und im Bekanntenkreis dann empfinde ich das eher als emotionale Stütze. Und das ist auch schön und gut so, darf so sein. Aber mehr Erwartungen habe ich dann erstmal nicht. Es war keine kurze Antwort, tut mir leid. Was war eine sehr interessante Antwort. Ich danke euch sehr und ich hoffe, dass alle, die zuschauen, sich da etwas rauspicken können für sich, womit sie sich auch gut fühlen, um andere im Entscheidungsprozess zu unterstützen. Wir kommen jetzt zum Teil Nummer 2, also ganz konkret Entscheidungen im Studium und nach dem Studium. Und da gebe ich erstmal ab an Lukas mit den ersten Fragen. Ja, vielen Dank. Wenn wir uns im Studium befinden, und wir haben ja aus unseren Positionen ganz unterschiedliche Blickrichtungen darauf, lässt sich sowas wie, ja, oder lassen sich Entscheidungen kategorisieren? Gibt es wiederkehrende Anlässe, wo man sagen kann, ja, das sind so spezifische Entscheidungsarten zum Beispiel oder Entscheidungsanlässe, die sich gut voneinander abgrenzen können? Oder ist das gar nicht möglich, Matthias? Zu Entscheidungsarten vielleicht, obwohl bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das Arten und Anlässen auch so sehe, würde schon unterscheiden, so ein bisschen so dieses Finden vor dem Studium. Das haben wir in der zentralen Studienberatung recht häufig. Das heißt, wir haben Studieninteressierte, die unfassbar schön breit gefächertes Interessenfeld haben, aber noch nicht wissen, was sie damit werden sollen. Und dann gibt es quasi so den Zugang, dass sie dann ganz oft nach, was haben sie denn an Studiengängen? Und wir versuchen dann eher herauszufinden, was möchten sie denn eigentlich? Wo sind ihre Interessen? Und dann finden wir schon wieder wahrscheinlich etwas Passendes. Das ist so vor dem Studium ganz häufig so die Fragen und dann im Studium eher so dann, ja, Entscheidungsprozesse. Wechselt man das Studium? Auch hier, liebe Zuhörerinnen, Sie sind nicht allein, wenn Sie den Studiengang wechseln. Wir machen das, die Uni Potsdam macht das sehr, sehr häufig. Und dort entscheiden sich Studierende um. Und das ist auch gut so, weil man eben niemals ganz genau weiß, ob das schon passt. Es gibt weitere Entscheidungen oder Situationen, wie gehe ich mit negativen Erfahrungen in Prüfungen um, also oder wenn ich dem Risiko des vor dem 3. Prüfungsversuch stehe, vielleicht dann die Entscheidung zu treffen, wie gehe ich den an? Wie gehe ich den so systematisch an, dass ich ihn diesmal tatsächlich schaffe? Aber die Bandbreite reicht da wirklich sehr, sehr viel. Wir haben oft auch, ich sage mal vorsichtig als Beratende, dass wir Informationen weitergeben, aber halt auch diesen Anlass, so jetzt müssten wir doch länger zuhören und erzählen Sie mal bitte mehr davon, weil dann kommen wir auf andere Sachen, dann kommen wir auf Haltungen zu sprechen
auf Wirklichkeitskonstruktion, und die versuchen wir zu sortieren. Ich glaube, das war gerade schon ein ganz spannendes Bild, was Corinna da aufgemacht hat, das zu sortieren und in eine Idee von Zukunft zu gießen. Ob die dann handlungswirksam wird, schauen wir mal. Vielen Dank. Lisa, an dich geht meine nächste Frage. Stehst du gerade vor einer besonderen Entscheidung oder hast du vielleicht gerade eine hinter dich gebracht? Ich stehe tatsächlich ziemlich akut vor so einer wirklich wichtigen Entscheidung. Und zwar, ich studiere ja Lehramt im Master, also schon ein bisschen fortgeschrittener. Und bei uns geht es dann im Master vor allen Dingen darum, dann doch schon mal die erste intensivere Berufserfahrung zu machen. Da gibt es ein sogenanntes Praxissemester. Und die Uni bietet uns die Möglichkeit, dieses Praxissemester nicht hier vor Ort zu absolvieren, sondern gegebenenfalls im Ausland. Und ich bin, glaube ich, dadurch, dass jetzt so lange die Möglichkeit mir verwehrt wurde, in jungen Jahren zu reisen, so einer von den Menschen, die so ein bisschen hier raus möchte, und habe das letztes Jahr zum ersten Mal über einen bisschen längeren Zeitraum in den Semesterferien machen können und habe dann überlegt, dieses Praxissemester wirklich im Ausland zu machen. Aber das ist natürlich eine Entscheidung, die trifft man nicht so einfach, weil das ist A, mit viel Organisatorischem verbunden, je nachdem, wo man dann hingehen möchte. Meine Entscheidung fiel dann, es gibt so Kooperationsschulen, relativ schnell das Auge auf eine Schule, die ist natürlich besonders weit weg und es ist besonders viel organisatorischer Aufwand, aber es kann natürlich auch super schöne Seiten haben. Die Entscheidung ist aber halt wirklich so zu treffen, dass man das ein Jahr im Voraus machen muss. Also ich müsste das jetzt entscheiden, um in einem Jahr dann dorthin zu gehen. Und das ist wirklich eine Entscheidung, die dann feststeht und die dann hier auch, egal was passiert, nichts ändern wird, weil die Zusage kann man nicht mal eben so schnell wieder rückgängig machen. Und das ist so meine Entscheidung, die gerade über allem anderen steht. Vielen Dank. Da laufen ja relativ viele von den Sachen, die wir besprochen haben, schon zusammen in diesem Entscheidungsanlass. Vielleicht kurz abschließend dazu, wie gehst du da ran? Also hast du schon einen konkreten Plan, wie du dich diesem Entscheidungsprozess näherst, oder? Genau, also ich habe natürlich erstmal den ersten Gedanken, dass ich es gerne machen möchte, mit Freunden und Familien geteilt und da dann Zuspruch oder weniger Zuspruch von verschiedensten Perspektiven bekommen und stehe da aber mit meiner eigenen Meinung eigentlich ganz gut und habe jetzt in den letzten Wochen dann mal angefangen, ein bisschen intensiver mich damit zu beschäftigen, okay, was mache ich da während meines Praxissemesters? Ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie lange das genau geht, was für Anforderungen da an mich gestellt werden, was das unterscheidet zu dem Praxissemester, was ich hier vor Ort machen würde. Genau, ich habe mir jetzt auch tatsächlich so einen Beratungstermin erstmal vereinbart. Der ist natürlich auch verpflichtend, aber ja an der Universität mit der Zuständigen für diese Auslandspraktika, um eben einen Einblick zu bekommen, okay, was brauche ich für Unterlagen, wie läuft das ab mit dem Bewerbungsprozess, was für Unterstützungsmöglichkeiten gibt es. Ich habe da auch schon mal recherchiert ich bekomme zum Beispiel leider kein BAföG und es ist auch kein europäisches Ausland, wo dann noch dieser Erasmus-Faktor greifen würde, sondern es ist halt außereuropäisch. Genau, und habe auch mir schon mal die ein oder anderen Erfahrungsberichte. Ich kenne zum Glück aus dem erweiterten Kommilitonenkreis jemanden, der schon vor Ort war an der Schule, mich da auch mal verabredet, nach den Klausuren in Ruhe drüber zu sprechen, um dann die Entscheidung fällen zu können, ob ich es jetzt mache oder ob ich es nicht mache. Vielen Dank fürs Teilen. Ich gebe ab an Magdalena. Ich habe gerade auch ganz interessiert zugehört, weil du meintest vorhin in einem anderen Redebeitrag mal, dass manchmal du das eigentlich ganz gut findest, auch so aus dem Bauch heraus zu entscheiden, also eher intuitiv. Und wenn ich dir jetzt bei dieser ja relativ großen Entscheidung so
beim Denken zuhöre, habe ich den Eindruck, da hast du dann doch auch sehr viel noch anderes in die Waagschale gelegt. Also es war ja offenbar keine reine intuitive Entscheidung, ne? Naja, die Entscheidung, ich mache das, die steht. Also, da lasse ich mir, glaube ich, von niemandem reinreden, reden, aber diese Entscheidung ist halt eben dann so viele Bedingungen geknüpft, sei es eben der finanzielle Aspekt, weil man fliegt nicht mal eben um die halbe Welt und gibt hier seine Wohnung auf oder vermietet die unter oder, ja, lässt hier seine Freunde zurück. Ähm, also, da hängt ja doch einiges dran, aber die Entscheidung: „Okay, ich möchte das machen“, war eigentlich mit, einmal gesehen, einmal gelesen, man kann das machen und es stand eigentlich fest. Also, ich bin mir da schon ziemlich sicher. Aber natürlich verunsichern einen dann immer wieder, vor allen Dingen diese Prozesse, wenn jemand sagt: „Schlaf noch mal drüber“, was ich vorhin meinte, oder man spricht mit unterschiedlichen Leuten und die haben vielleicht eine Erfahrung gemacht, die nicht so gut ist, aber aus 'ner ganz anderen Richtung. Und dann kommen immer so 'n bisschen Zweifel auf und dann überdenkt man das natürlich: „Will ich das jetzt wirklich machen? So 'n halbes Jahr hier von allem weg, so weit, da kann niemand mal schnell vorbeikommen, wenn's mir grade nicht so gut geht und ich komme auch nicht so schnell nach Hause. Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn irgendwas passiert?“ Das sind alles Sachen, über die ich im ersten Moment gar nicht nachgedacht habe, als dieses: „Okay, ich mache das jetzt einfach“, feststand. Aber, ich gehe ganz fest davon aus, dass diese Entscheidung nichts umstürzt, egal wie schwierig andere Nebenentscheidungen werden. Ja, ganz spannend, cool. Ähm, genau, also ich habe so den Eindruck, Lisa hat das für sich schon total gut abgegrenzt, welche Faktoren in der Entscheidung irgendwie wichtig sind, welche eine Rolle spielen, organisatorische Dinge, finanzielle Dinge und so weiter. Ähm, Corinna, wenn man jetzt vielleicht da noch gar nicht so weit ist, jetzt wie Lisa im Entscheidungsprozess, sondern da noch mehr am Anfang steht, was würdest 'n du aus deiner Erfahrung sagen, wie kriegt man denn für sich selber raus, welche Aspekte man bei so 'ner Entscheidung berücksichtigen muss? Also, vielleicht auch bezogen auf die Anliegen, die bei euch auflaufen im Career Service. Also, im Career Service haben wir seltener diese klassischen Entscheidungssituationen: „Soll ich's machen oder mache ich's nicht?“, ne? Also, dass man sich so zwischen 2 Optionen entscheidet. Das sind eher noch Orientierungsfragen. Aber generell, also so wie ich es jetzt bei Lisa gehört habe, finde ich, das klingt für mich ganz fantastisch. Also weil sie hat emotionale Aspekte mit aufgeführt, sie hat die ganze Ratio ist auch abgedeckt, ja. Also wie soll das dann alles ablaufen? Wie wird das finanziell gestaltet? Und spricht aber auch die Konflikte mit an, ne? Also was wäre, wenn? Welche Szenarien gibt es da und wie könnte ich damit umgehen? Und das ist eigentlich schon mal ein super Rezept, finde ich. Und so würden wir auch im Career Service vorgehen, ne? Also wenn jetzt jemand zu uns käme mit Entscheidungsfragen, dann würden wir erstmal gemeinsam die Aspekte der Entscheidung erstmal uns anschauen, ja. Was spielt rein in die Entscheidung? Was brauche ich eigentlich? Also das ist vielleicht eine gute Frage, die man voranstellen kann. Was brauche ich denn eigentlich? Was muss ich wissen, damit ich die Entscheidung gut treffen kann? Und das ist eigentlich das Wichtigste, ne? Dass man da das schön auflistet und dann kann man sich nämlich noch mal ganz bewusst machen, welche dieser Aspekte möchte ich wie gewichten. Also ich habe jetzt alles gesehen und ich habe vielleicht auch gesehen, okay, rational wäre das eine gute Idee, aber emotional habe ich ein anderes Empfinden und dann kann ich auch ganz bewusst sagen, für mich überwiegt das Emotionale. Aber dann habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen. Und das meinte ich vorhin auch so mit den Salat so ein bisschen aufdröseln, ne? Also dass man sich das einmal ganz klar macht und vor Augen führt. Ja, und also so ein klassischer Fall, den wir dann haben, ist auch nach dem Bachelor, wie soll ich den Übergang gestalten? Welcher Master kommt in Frage? Oder soll ich lieber gleich auf den Arbeitsmarkt? Oder manche überlegen dann auch Wissenschaftskarriere ja oder nein. Das ist dann auch oft so eine Abwägung zwischen emotionalem Brennen für ein Thema und aber ja,
rational dann eben sich Sorgen machen, dass das Arbeitsumfeld einfach schwierig wird und man nicht weiß, wie man damit umgehen wird. Ne? Und in diesen Fällen würden wir es eben auch so machen, dass wir uns alles einmal anschauen und dass man dann sich in dem Moment sagt, okay, jetzt entscheide ich das so und aber auch bewusst ist, dass man das in 5 Jahren vielleicht nochmal anders entscheiden würde. Und was wäre dann? Wie würde man dann damit umgehen in der Konsequenz? Und das nimmt auch den Druck ein Stück weit raus. Ja. Super. Ich glaube, dann sind wir so ein bisschen an dem Punkt, jetzt lasst uns mal Butter bei die Fische machen. Welche konkreten Techniken gibt's denn? Also wie kann ich mich diesem Entscheidungsprozess nähern? Würde ich jetzt auch erstmal so in Richtung Corinna und gerne ergänzend auch Matthias fragen. Habt ihr so ein paar Tipps für einfache Techniken, die unsere Zuhörenden, Zuschauenden sich mit nach Hause nehmen können? Also Techniken gibt's viele. Wenn ich die jetzt alle einzeln erklären würde, würde mir vielleicht ein bisschen zu weit gehen. Also viele Techniken kennt man ja schon intuitiv, ne? Die Pro- und Kontraliste, das macht man schon in der Schule. Es macht auch ein bisschen Spaß, sowas zu machen. Das kann man dann noch ein bisschen weiterdenken, dass man einfach nur eine Pro-Liste macht und sich erstmal nur die Vorteile vor Augen führt von den verschiedenen Optionen. Man kann daraus eine Mindmap machen, dass man also verschiedene Optionen an verschiedenen Armen darstellt und dann Pro und Contra an diesen, dann im Raum sozusagen anordnet. Es gibt aber auch, also hier in der Beratung vor Ort, wenn wir die in Präsenz machen, könnte man auch nochmal andere Sachen ausprobieren, dass man wirklich Aufstellungen macht, dass man vielleicht, wenn man jetzt 2 Optionen hat, dass man sich auf 2 verschiedene Stühle setzt und dann angeleitet diese Entscheidung mal durchspielt. Oder so in Richtung Aufstellung, also dass man 2 verschiedene Wege abgeht. Ja, das kann man auch sogar, das haben wir schon im Park gemacht, eignet sich wunderbar, dass man dann wirklich 2 verschiedene Wege abläuft. Also es ist dann immer so ein bisschen die Frage, was passt dann zu der Person und worauf hat man dann auch Lust, weil es muss wirklich einfach für die ratsuchende Person einfach auch was sein, was man gerne mal ausprobieren möchte. Und was wir dann auch immer sagen, bei jeder Technik, jede Methode, die wir anbieten, dann versuchen, den Druck rauszunehmen. Also danach muss die Entscheidung nicht stehen. Diese Methode eröffnet uns einen Raum, lädt uns ein, Aspekte kennenzulernen, die mal anzuschauen, die auf uns wirken zu lassen, einen Raum dafür zu öffnen, das alles mal zu sehen. Und danach heißt es aber nicht, dass die Entscheidung schon da ist. Also das muss man ganz klar sagen. Das wäre der Erwartung zu viel. Die hilft aber vielleicht, wenn man es dann eben nochmal drüber schläft, muss ich sagen, oder wenn man das noch nachwirken lässt, zu sehen, okay, wo war ich denn emotional besonders angesprochen oder was hat mich denn eigentlich getoucht? Ne? Also gerade wenn ich an die Masterwahl denke, wenn man einmal gegenüberstellt, ich habe mein Ziel klar, mein Berufsziel ist ungefähr klar und ich weiß auch, was der Studieninhalt oder die Studienordnung eines Masterstudiengangs sagt, den ich so anvisiere. Ich weiß auch, wie das mit dem Ziel korreliert, aber ich habe mir noch nicht die Frage gestellt, brenne ich jetzt dafür? Also möchte ich das wirklich auch alles wissen? Ja, und das einmal in so einer Beratungssituation durchzuspielen, kann einfach sehr hilfreich sein. Ja. Vielleicht abschließend dazu nochmal, Matthias, kannst du uns Unterstützungsangebote nennen für die zahlreichen Anlässe, für Entscheidungsprozesse, die wir heute schon angesprochen haben? Ja, und ich würde die auch unterteilen. Lisa hat das schon ganz deutlich gemacht. Zuerst mal verfügt, glaube ich, jeder über ein unfassbar tolles Unterstützungsangebot informeller Art und Weise, nämlich Freunde, Bekannte, Verwandte, Familie. Und dann haben wir von der Universität, gibt es sowohl zentrale als auch dezentrale Angebote. Ne, bei den zentralen Angeboten ist, dann nenne ich jetzt einfach mal den Career Service zuerst, Corinna, und danach die zentrale Studienberatung. Aber es gibt auch die Servicestelle für Familien. Wir haben das International Office bei allen Fragen, wie sie Lisa jetzt gerade zum Beispiel umtreibt. Wir haben auch die Studienfachberatung.
Ja, also für Beratungsprozesse in den Fächern, wenn es dort zu Herausforderungen kommt. Und auch eine schöne, manchmal vielleicht so ein Hidden Champion, so ein kleiner, die Fachschaftsräte als Element kollegialer Peerberatung, würde man vielleicht dann auch so sagen. Wird meines Erachtens häufig unterschätzt. Und dass man dort, ja, das sind so die zentralen, ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen, wenn jetzt noch irgendwo jemand zuhört. Vielen Dank. Magdalena, möchtest du noch abschließend zu dieser Runde etwas beitragen? Ich glaube fast, wir nähern uns so ein bisschen schon dem Ende dieses Streams. Und daher würde ich vorschlagen, dass wir uns schweren Herzens jetzt hier an der Stelle schon mal verabschieden mit einem großen Dank an Lisa und an Matthias. Danke, dass ihr dabei wart. Wir machen jetzt mit Corinna noch einen kleinen Abschlussteil. Und ja, klasse, dass ihr dabei wart und hier so viel mit uns geteilt habt. Vielen Dank für eure Perspektiven. Dankeschön. Genau. Lukas, darf ich das Wort direkt an dich übergeben? Was passiert jetzt? Sehr gerne. Im letzten Teil möchte ich noch auf ein Angebot der zentralen Studienberatung oder eigentlich sogar 2 aufmerksam machen. Und zwar haben wir in den letzten Monaten einen Workshop entwickelt, der sich einzig und allein mit dem Thema Entscheidungskompetenz auseinandersetzt, also einem sehr, sehr allgemeinen, aber auch problematischen Thema. Und dieser Workshop wird an diesem Donnerstag am Neuen Palais stattfinden, von 15 bis 18 Uhr. Dieser erste Workshop ist schon ausgebucht, aber wir planen ihn einmal pro Semester anzubieten. Und deshalb die Einladung, wenn Sie als Zuschauerin nochmal die Gelegenheit wahrnehmen wollen, sich nicht nur zur Theorie des Entscheidens, sondern auch vielleicht mit Erfahrungswerten anderer Studierenden auseinanderzusetzen und an konkreten Beispielfällen zu lernen, was konkrete Handlungsmöglichkeiten sein können und auch konkrete Techniken zu erproben, dann ja, sind Sie auf jeden Fall herzlich eingeladen, auf den Seiten der zentralen Studienberatung sich immer umzuschauen, wann die nächsten Angebote stattfinden. Und es gibt dazu, aber auch als eigene Kreation, das Workbook zum Thema Entscheidungskompetenz. Das Workbook ist eine Publikation, die wir uns ersonnen haben, die nochmal zusammenfassen soll, wichtige Tipps zur Entscheidungsfindung, aber auch so ein paar psychologische Grundlagen und vor allem auch viele Anlässe bieten soll, selber schreibend, denkend, zeichnend, ausprobierend tätig zu werden. Zum Beispiel anhand von Mindmaps, aber auch ganz anderer, komplexerer Entscheidungstechniken. Das kann alleine oder auch in der Gruppe zum Beispiel anlässlich dieses Workshops bearbeitet werden. Und Hintergrund ist einfach, dass wir sowohl den Raum für Gruppenerfahrung als auch Einzelarbeit nochmal öffnen wollten und hier einen inhaltlichen auch Impuls und einen Impuls zum Selbermachen bringen wollten. Genau, darauf wollte ich nur hinweisen. Das Workbook wird gerade abgeschlossen, vervollständigt und wird dann sowohl als PDF-Version auf den Seiten der ZSB als auch als Druckvariante verfügbar sein. Ja, voll cool. Und das heißt, man kann das sowohl haptisch in der Hand halten, als auch digital ausfüllen. Kannst du noch mal kurz was sagen, warum euch das wichtig war, so ein Workbook zu erstellen? Ja, Hintergrund ist einerseits, dass wir unsere Erfahrungen und unser Wissen und auch unsere Fragen dazu mal bündeln wollten und in einem ansprechenden Format, also wir haben das versucht, das auch ein bisschen hübsch zu machen, in einem ansprechenden Format, was nicht nur Informationen vermittelt, sondern auch eben Anreize zum Ausprobieren, was einfach so eine Praxis anregen soll. Ich glaube, wir wollten mit diesem Workbook einen Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis, zwischen Erfahrung und Selbermachen erleichtern. Genau. Und wir sind gespannt auf die Erfahrung, die es dazu geben wird. Wir wissen noch nicht, wie es angenommen wird, haben uns aber Mühe dabei gegeben und hatten auch sehr viel Freude bei der Entwicklung.
Und bei dem Workshop, was hat man dann davon? Also geht man dann mit seinen eigenen Entscheidungen da schon rein und werden die dann bearbeitet oder sollte man dann eher nochmal separat einen Beratungstermin ausmachen? Gute Frage. Sowohl als auch, wie so oft. Wir haben den Workshop so konzipiert, dass wir den Raum öffnen wollen, dass Studierende ihre Entscheidungsprobleme, Erfahrungen, aber auch Best Practice mitbringen können und wir dort darüber sprechen können. Es soll ein Erfahrungsaustausch möglich sein. Es muss aber auch nicht. Der Workshop funktioniert auch, wenn die TeilnehmerInnen für sich in die Arbeit gehen wollen. Es ist kein Zwang, dass die Menschen ihre vielleicht auch Zweifel dort öffentlich machen. Wir haben uns auch Fälle und aus unserem Beratungsschatz anonymisiert, aber schon Dinge, die wir auch bearbeitet haben, komplexe Situationen mitgebracht. Und an diesen Modellen wollen wir auch konkrete Techniken erproben, dass eben die Anlässe nicht so aus der Luft gegriffen sind, sondern sich auf Erfahrungen beziehen. Also es ist beides möglich tatsächlich. Dann speaking of Angebote und Beratungsangebote, also das heißt, wenn man das Workbook Workbook Entscheidungskompetenz bekommen möchte, meldet man sich am besten bei der zentralen Studienberatung. Corinna, was habt ihr denn so noch an Angeboten so in der Hinterhand, wenn es rund um Entscheidungen geht? Wann kann man sich an euch wenden? Also ich denke, zuerst ist auf jeden Fall unser Beratungsangebot zu erwähnen. Man kann sich auf unserer Webseite da gibt es eine kleine Maske, die man ausfüllt und dann kann man sich für ein 1:1 Beratungsgespräch anmelden. Da ist man dann also wirklich zu zweit und da kann man einfach ganz in Ruhe auch erzählen, worum geht es, ne? Was sind die Zweifel, wo kommen die her und so weiter. Wenn man aber sich nicht so viel Zeit nehmen will, finden Sie auch auf unserem Praxisportal schon ganz viel Gedanken zu diesen Themen. Sowohl Orientierung, weil Orientierung und Entscheidung ist ja auch ein Thema, was oft so zusammengeht, ne? Dass man, erstmal muss ja so ein Ziel klar sein, dass man überhaupt entscheiden kann, welche Berufsfelder, welche Tätigkeitsfelder will ich anvisieren und wie geht es weiter. Genau, deswegen finden Sie auf diesem Praxisportal einen Reiter mit Orientieren und da können Sie sich einfach ganz viel durchlesen zu möglichen Berufsfeldern. Da ist aber auch so eine ganze Abteilung zu Studienübergang und aber auch Studienzweifel, wie man damit umgehen kann. Also das ist vielleicht ein guter Startpunkt, um sich schon mal einzulesen in das Thema. Ja, dann vielen Dank, Corinna, dass du deine Erfahrungen, deine Perspektiven und dein vieles Wissen mit uns geteilt hast. Das hat mir persönlich wieder sehr viel Spaß gemacht. Und auch. das ist gut. Genau, dann lasse ich jetzt Magdalena das letzte Wort mit noch ein paar organisatorischen Ankündigungen. Genau, Sie finden die genannten E-Mail-Adressen zur zentralen Studienberatung und zum Career Service auch nochmal in den Kommentaren. Also kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie vor einer schwierigeren Entscheidung stehen und da sich Unterstützung dabei wünschen. Außerdem wollten wir Sie gerne noch auf 2 Dinge hinweisen. Das eine ist, falls zufällig Ihre Entscheidung auch mit der Idee eines Fachwechsels zu tun haben sollte, Sie also überlegen, das Fach zu wechseln oder schon entschieden sind und sich informieren möchten, wie das dann geht, empfehlen wir Ihnen wärmstens die Infoveranstaltung zum Fachwechsel. Wer die Qual hat, hat die Wahl. Am 24. April ist es soweit. Auch dazu finden Sie Informationen auf den Seiten der zentralen Studienberatung. Und ein zweites Angebot, was es gibt, ist eine Podcast-Folge, die wir Ihnen gerne ans Herz legen wollen. Der zugehörige Podcast heißt Einmal abholen bitte und wird von einer Studentin aus der zentralen Studienberatung gemacht. Und die Folge, auf die wir Sie hinweisen wollen, die heißt Entscheidungen sind doch easy, oder? Wir haben heute gehört, so richtig easy sind Entscheidungen vielleicht nicht. Wir hoffen, dass wir Ihnen trotzdem ein bisschen was an die Hand geben konnten. Und falls Ihnen das nicht gereicht hat, melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns dann, Sie dabei unterstützen zu können. Und bedanken uns erstmal für heute dafür, dass Sie dabei waren, live oder die Aufzeichnung angesehen haben. Und dann bis zum nächsten Study Stream. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.